Wer sind die 144.000, bei denen es in der Bibel, in der Offenbarung geht? Nach meinem Verständnis, Kenntnisstand und was mir vor Jahren schon von Melchisedek gesagt worden ist, handelt es sich in dem Fall nicht um Menschen. Um da erstmal den Kontext aufzugreifen, nehme ich mal die Interlinearübersetzung der Bibel, wo man dann viel Geschnörkel da jetzt nicht bei hat, sondern einfach Wort für Wort die Übersetzung und auch nicht so viel von Übersetzern noch irgendwas hinzugedichtet und ausgeschmückt. Und da erstmal Offenbarung Kapitel 7, Vers 4. Und ich hörte die Zahl der mit dem Siegel gekennzeichneten, 144.000 mit dem Siegel gekennzeichnete aus jedem Stamm Söhne Israels. In den Versen 5 bis 8 werden dann die 12 Stämme aufgeführt mit jeweils 12.000 aus jedem Stamm und daraus resultieren diese 144.000. Nun, die Stämme gibt es heute gar nicht mehr in der Form, schon lange, und man wird es heute auch da gar nicht mehr, meine ich, zuordnen können noch, selbst wenn man wollte. Davon aber auch abgesehen hatte man ja unlängst das Video zu Gog und Magog und wo man aus dem Alten Testament auch was herangezogen hat, wo es auch klar heißt, dass das neue Israel aus den Menschen aller Nationen besteht, aus vielen Völkern und so weiter. So dass sich das wohl eher nicht auf die ursprünglichen Juden oder Israeliten überhaupt beziehen wird. Und dann mal Offenbarung Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stehend auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000 haben seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihren Stirnen. Einmal Berg Zion hat für mich da jetzt auch weniger einen jüdisch-dogmatischen oder fundamentalistischen und sonstigen Hintergrund, sondern fast schon eher vergleichbar mit dem Film Matrix, da wo man da die Innererde zum Beispiel eher meint, oder halt alles, was geistig irgendwo in geistigen Gefilden sich befindet und irgendwo einen gewissen Aufstieg erfahren hat. Und auf der Stirn geschrieben heißt, dass man sich da unmittelbar von der Geistmonade oder diese dann auch unmittelbar ja von Gott sich leiten lässt. Das entspreche der 9. Dimension. Und dann Kapitel 14, Vers 2. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie eine Stimme von vielen Wassern und wie eine Stimme eines großen Donners und die Stimme, die ich hörte, wie von Hafensängern Spielenden auf ihren Hafen. Nun, also das ist ein Gruppenbewusstsein. Das heißt, das ist Gott als Logos oder größere Wesenheit direkt als solches. Und dazu dann Vers 3. Und sie singen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte lernen das Lied, wenn nicht die 144.000, die Erkauften, weg von der Erde. Die 4 Wesen, da handelt es sich für mich um die 4 Kumaras, die auch in der Bhagavad Gita mitunter erwähnt werden. Und das ist einmal der planetare Logos, Sanat Kumara selber, dann die 3 Buddhas der Aktivität, einmal der Manas-Aspekt, die 3 niederen Erfahrungswelten dazu, als Repräsentant für die ganze Menschheit und das, was da der Menschheit diese Ebenen zur Verfügung stellt. Dann das sind die ersten 3 Dimensionen, kann man auch sagen, von unten. Dann die Dimensionen 4 bis 5 und 6 für den Liebesaspekt, Liebe, Weisheit, Buddhi im Indischen. Und dann Atma als göttlicher geistiger Wille für die Dimensionen 7, 8 und 9. Und es gibt nur maximal 9 Dimensionen von der Erde aus, die aktiv sind. Und alles darüber hinaus kann zwar Einflüsse haben, aber ist nicht unmittelbar vertreten oder zugegen in der Form. Und dann noch die Verse 4 und 5 zum Abschluss aus der Bibel. Diese sind, die mit Frauen nicht sich befleckt haben, denn jungfräulich rein sind sie. Diese, die folgenden dem Lamm, wohin es geht. Diese wurden erkauft aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und für das Lamm. Und in ihrem Munde nicht wurde gefunden Lüge, untadelig sind sie. Um das mal aus einem anderen Kontext zu betrachten, Bhagavad Gita 13, da dann einmal den Vers 15,
Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch sie selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur und gleichzeitig ist sie der Herr aller Erscheinungsweisen in der materiellen Natur. Dann Vers 32, diejenigen mit der Sicht der Ewigkeit sehen, dass die unvergängliche Seele transzendental und ewig ist und sich jenseits der Erscheinungsweisen der Natur befindet. Trotz ihres Kontakts mit dem materiellen Körper, o Arjuna, tut die Seele nichts und ist auch nicht verstrickt. Und 33 noch als letztes, aufgrund seiner feinstofflichen Natur vermischt sich der Himmel mit keinem anderen Element, obwohl er alldurchdringend ist. In ähnlicher Weise vermischt sich die Seele, die in der Sicht des Brahman verankert ist, nicht mit dem Körper, obwohl sie sich im Körper befindet. Und mir wurde vor Jahren schon von Melchizedek dazu einfach gesagt, es handelt sich nicht um Menschen. Bei den 144.000 handelt es sich um eine kosmische Matrix, geistig auf der Erde, nichts Künstliches. Und in diese 144.000 sind Geistmonaden oder Überseelen, die auf der Erde präsent sind. Und es gibt nur maximal 144.000. Und alle Seelen, die in der Inkarnation sind, hängen unter diesen 144.000 und darunter dann die einzelnen Inkarnationen und Menschen. Das heißt, mit anderen Worten, alle Menschen auf der Erde gehören zu den 144.000. Und das Einsammeln derer, das geht darum, dann nach meinem Verständnis, dass es sich um ein Erwachen handelt, dass alle Menschen zu diesen Geistmonaden erwachen und sich von diesen leiten, inspirieren lassen, von der 9. Dimension quasi dann. Und von oben nach unten diese Geistmonaden dann Einfluss nehmen auf die Menschen und alle sich quasi vom geistigen Willen, göttlichen dann Willen leiten lassen. Und darauf hören und sich davon inspirieren lassen. Und das ist dann auch das vollständige Erwachen auf der Erde von allen Menschen, die dann zugegen sind. Und alle gehören zu diesen 144.000. Und das ist das Wesen dieser ganzen Geschichte. Und da sollte man halt aufpassen, auch, oder das kursiert scheinbar jetzt auch auf das Thema stark im Netz, wo es dann für mich dann nur 3 Varianten gibt, das anders zu verstehen. Und die erste ist, dass es sich einfach um christliche Dogmen handelt und ein Unverständnis dieser Thematik. Die zweite Variante ist dann, gerade wenn es um gechannelte Botschaften zum Beispiel geht, dass es sich um niedere Astralwesen handelt. Und die dritte Variante ist, und gerade wenn es da auch viel um Bauchpinselei geht, dass es heißt, oh, wenn ihr das hört, gehört ihr wahrscheinlich zu den 144.000 und seid die Auserwählten und Bauchpinselei. Und subjektiv passiert da, dass man da diesen einfach ins Unterbewusstsein einblößt, dass sie sich von den anderen Menschen als getrennt beachten und achten sollen und ansehen sollen. Das wird einfach von gespaltenen Geistern Spaltung hervorgebracht und dann ist das in der Regel mit hoher Wahrscheinlichkeit die schwarze Loge, die dahinter steht. Und ja, also letzten Endes, die 144.000 sind alle Menschen, wenn man da den höheren Aspekt nimmt und das Erwachen zur Geistmonade und sich von dieser leiten zu lassen und so weiter. Und das hat nichts mit einzelnen äußeren Menschen zu tun. Und alles andere, da sollte man eher vorsichtig sein, dass das nicht einfach nur zu der Spaltung dient und sonstigen Dogmen christlicher Hinsicht und so weiter. Das ist es, was man zu diesem Thema einmal, wie es einem auch erklärt worden ist, nahebringen möchte mit diesem Video. Und ja, vielen Dank fürs Anhören, Anschauen und allen alles Gute.